Eine zu kalte und dünne Isomatte. Und vielleicht hast du die Erfahrung auch schon mal im Zelt gemacht, man wird nachts wach und es wird einfach nicht mehr warm. Und das liegt häufig in der Übergangszeit daran, dass der Boden dem Körper wirklich sehr viel Kälte entzieht. Und die Erfahrung musste ich auch erst machen. Vor allem, als ich mir neben der Thermarest X-Lite und der X-Therm, also der Wintermatte, auch mal wirklich die äußerst leichte Uberlite gekauft habe, die mittlerweile auch gar nicht mehr produziert wird. Und die, gerade im Winter, als ich feststellen wollte, was wärmt eigentlich pro Gramm mehr, Isomatte oder vielleicht Schlafsack und Quilt, war für mich auf jeden Fall viel zu kalt, sodass ich da echt schlechte Erfahrungen gemacht habe. Außerdem ist da die Haltbarkeit bei vielen großes Problem. Ich habe meine zum Glück vorher abgegeben, hatte das sogenannte Pop-Out-Phänomen, aber bei der älteren Version der Thermarest X-Lite, die war noch nicht ganz so haltbar wie diese neue NXT-Variante und da war ich im Westweg unterwegs und mir ist da tatsächlich die Matte kaputt gegangen. Deswegen bereue ich wirklich schlecht haltbare und vor allem teure Isomatten gekauft zu haben, vor allem wenn die vielleicht auch schon gebraucht waren, denn dann ist das bei den älteren Modellen immer noch schneller passiert, dass sie wirklich kaputt gegangen sind. Als zweites bereue ich zu große Töpfe in der Vergangenheit gekauft zu haben. Ihr seht jetzt hier schon eine kleinere Auswahl. Das sind 770 Milliliter, das ist 500 und hier sind wir nur noch bei 350, die mir tatsächlich mittlerweile reichen. Gestartet bin ich aber mit dem Gedanken, dass ich draußen in der Natur auch mal gerne was anderes kochen möchte, außer so gefriergetrocknete Mahlzeiten. Hab mir also auch Nudeln mitgenommen und dafür wirklich einen 1,6 Liter Titantopf. Titan ist natürlich leichter als Alu oder andere Materialien, kostet dementsprechend auch etwas. Ich habe dann schnell gemerkt, beim Tracking, also die präferierte Art, wie ich mich draußen bewege, brauche ich so viel gar nicht, ist dann nicht so ganz praktisch und für 2 Personen war es dann mal ganz nett, aber es hat sich dann auch herausgestellt, als ich zum Beispiel mit Sebastian auf Touren waren, es ist besser, wenn jeder sein eigenes Kochset hat und man sich nicht alles teilt. Und dann bin ich wirklich nach und nach runtergewechselt, bis ich festgestellt habe, eigentlich in der Realität koche ich mir nur Wasser auf für Kaffee, vielleicht einen Tee und vor allem, um dann diese gefriergetrockneten Mahlzeiten zuzubereiten und deswegen bereue ich es, so viele Töpfe gekauft zu haben und vor allem am Anfang wirklich einen viel, viel zu großen Topf. Und dann bereue ich es auf jeden Fall nicht nur ein, sondern gleich 2 Solarpanels gekauft zu haben, mit der Intention, die wirklich auf Mehrtageswanderung verwenden zu können, um Gewicht zu sparen, um effizienter zu sein und vielleicht dann ja gar keine Powerbank mitnehmen zu müssen oder vielleicht nur eine kleinere mitnehmen zu können. Das hat in beiden Fällen, kann ich sagen, nicht geklappt. Das erste Modul war eins von Raw Power 16 Watt. Das ist so ein 3-Teile-Panel gewesen, was man aufklappen kann. Das wollte ich dann immer abends auslegen, vielleicht in den Pausen und morgens, um dann ein bisschen Energie zu gewinnen. Das war im Nachhinein viel zu schwer, da hätte ich lieber 2 größere Powerbanks mitnehmen können und hätte dann für Touren bis 2 Wochen auf jeden Fall auch so leichter Energie transportieren können. Das andere Panel, das war eins von Sunnyback und deutlich kleiner. Das habe ich dann mit Karabinern wirklich auch im richtigen Winkel hinten an meinen Rucksack befestigt und habe das wirklich auf einem sehr sonnigen Fisherman's Trail in Portugal getestet. Und auch da war die Leistung einfach zu gering, die man vor allem während des Wanderns wirklich konstant mit dem Wackeln aufnehmen konnte. Das Auslegen hingegen hatte dann zu wenig Leistung, damit es sich bei den wenigen Stunden gelohnt hat. Und auch da wäre ich mit einer Powerbank besser beraten gewesen. Ich werde sie aber nicht verkaufen, denn wenn man wirklich lange Touren plant, Expeditionsreisen, sage ich mal, wo man über mehrere Wochen nicht irgendwie durch eine Stadt oder auf einem Campingplatz kommt und nicht die Möglichkeit hat zu laden, da würde sich das ab irgendeinem Zeitraum natürlich anbieten, doch mit Solar zu arbeiten, vielleicht auch einen ganzen Pausentag extra dann in der Natur zu machen, um so viel Sonnenlicht zu sammeln, dass man die Geräte auch ja außerhalb von Infrastruktur wieder aufladen kann. Das nächste ist ein billiger Wasserfilter oder ein zu kleiner Wasserfilter. Den Fehler habe ich nämlich auch zweimal gemacht. Mein erster Wasserfilter war ein sehr günstiger von Amazon, unter 10 Euro. Der hat überhaupt nichts gebracht, ging auch relativ schnell kaputt. Beim zweiten Mal war ich zu optimistisch, wollte zu viel Gewicht sparen und habe mir nicht den großen Sawyer geholt, sondern den Sawyer Micro. In der Realität klappt das aber leider nicht so gut, wie es auf dem Papier beschrieben wird. Das war meine Erfahrung. Denn wenn ich dann mal in die Situation komme, Wasser zu filtern, das ist in Deutschland jetzt nicht so häufig wie zum Beispiel auf einem amerikanischen Weg, dann möchte ich auch, dass das halbwegs zuverlässig und auch schnell passiert. Und die Durchflussrate bei kleineren Filtern als den, ist meine Erfahrung, ist viel, viel zu langsam und viel zu unzuverlässig. Ich muss sagen, auch bei großen Filtern
hat man natürlich den Nachteil, dass man die einerseits zu Hause wirklich relativ aufwendig auch säubern und rückspülen muss. Das ist etwas, woran man wirklich diszipliniert denken muss, damit er auch lange erhalten bleibt. Deswegen würde ich den jetzt nicht als Fehlkauf bezeichnen, aber mittlerweile setze ich da bei kleineren Touren häufig eher auf so mikropure Desinfektionstabletten. Was ich aber auch bei dem Großen hier so ein bisschen bereue, ist ja diese normalen Sawyer Squeeze Pouches benutzt zu haben. Das sind so 1,9 Liter Behälter oder Tüten, die setzt man auf den Filter drauf und kann dann eben die drücken. Also daher kommt der Name Squeeze und das Wasser dann so durchfiltern. Die habe ich am Anfang mitgenommen, sogar 2 Stück, einen kleinen und einen großen. Habe mir im Sauerland zum Beispiel auf dem Höhenflug wirklich nach einer langen Sommeretappe Wasser damit aus einem Bach geholt, was ich dann zum Lager transportieren wollte und mit meinem Wasserfilter dann langsam filtern wollte. Und beide Pouches sind mir tatsächlich kaputt gegangen. Der eine ist mir zugegebenermaßen runtergefallen, ist dann sofort geplatzt für den Rest der Tour wirklich hin. Der andere ist ganz leicht nach mehreren Tagen wirklich an den Seiten aufgerissen. Deswegen solltet ihr da auf jeden Fall aufpassen. Wenn ihr euch für diese Wasserfilter entscheidet, nehmt lieber eine PET-Flasche mit. Da gibt es nämlich welche, da passt dieser Aufsatz hier auch einfach drauf. Dann kann man auch direkt draus trinken. Oder wenn ihr diese Tüten wollt, nehmt euch da andere von Drittanbietern und nicht diese wirklich viel zu wenig haltbaren von den Originalmarken wie Sawyer zum Beispiel. Als 5. Punkt bereue ich es, verschiedene Campingartikel gekauft zu haben, die ich dann aber fürs Trekking verwenden wollte. Ganz konkret ist es zum Beispiel so ein Stuhl. Da bin ich auch nicht der Einzige, der so einen Stuhl mitnimmt. Die meisten machen das wirklich mit dem sehr, sehr leichten Modell von Helinox zum Beispiel. Der wiegt dann 500 Gramm. Ich habe mir damals Geld gespart. 20 Euro hat der gekostet und wiegt 1 Kilo. Ist natürlich echt super, wenn man diesen Stuhl im Rucksack hat und den kann man dann abends aufbauen. Ich habe es aber bei meiner ersten Trekkingtour übertrieben und habe sogar einen kleinen Tisch mitgenommen. Der hat dann knapp unter 1 Kilo gewogen, war auch im Rucksack wirklich vom Platz her noch okay und ich hatte dann wirklich ein super Lager mit Stuhl und Tisch, aber die Tour war natürlich die Hölle. Ich habe diese beiden Sachen 60 Kilometer rumgeschleppt und das war natürlich viel zu viel. Danach habe ich mich dann auch erst mit diesen ganzen Ultraleicht-Philosophien beschäftigt. Aber das Problem ist jetzt daran, ich konnte diese Sachen dann auch nicht gut wenigstens fürs klassische Camping benutzen, weil fahre ich mit dem Auto irgendwie raus zum Camping, dann will ich natürlich doch einen größeren Tisch mit haben. Der war nur original so klein und vielleicht auch einen bequemeren Stuhl. Deswegen war das fürs Trekking eigentlich zu schwer und fürs Wandern und fürs Camping und alle anderen Aktivitäten dann aber zu klein. Und so bereue ich es eigentlich gekauft zu haben, weil ich nie wirklich einen passenden Einsatzzweck jetzt für diese Gegenstände habe. Ich versuche auf meinem Kanal gerade wirklich jede Woche ein Video zum Thema Ultraleicht-Tracking, Wandern und dem generellen Outdoor-Bereich für alle kostenlos bereitzustellen. Solltest du gerade meinen Kanal noch nicht abonniert haben, willst du mir wirklich unglaublich damit weiterhelfen, das jetzt einmal zu tun, sodass ich in Zukunft erstmal noch weitere spannendere Themen über Ausrüstung, Packlisten und Trails und vor allem für noch viel mehr Leute dieses spannende Hobby hier beleuchten kann. Vielen Dank. Das nächste ist eine ganz spezielle kleine Taschenlampe, die wirklich meine Kopflampe im Plan ersetzen sollte und die ich euch hier auch mal vor einigen Jahren in einer Packliste für Fortgeschrittene als Alternative zu einer Kopflampe wirklich empfohlen habe. Das würde ich jetzt auch noch tun, aber das hat auf jeden Fall seine Grenzen und bei Touren, die ein bisschen technischer sind oder länger sind, da würde ich wirklich auf jeden Fall nur optional zu der Lampe zusätzlich greifen, aber auf jeden Fall immer eine Kopflampe mitnehmen. Meine Idee war es dann, diese kleine USB-C-Taschenlampe, die mit Akku auch geladen werden kann, am Kabel wirklich mit Klett auf meiner Cappy zu befestigen. Und dann dachte ich mir, gut, habe ich die Hände auch frei, kann einfach meinen Kopf bewegen und damit auch den Weg leuchten. Klappt in der Realität aus verschiedenen Gründen leider nicht so gut. Einerseits habe ich 2 ultraleichte Cappies, hier Modell von Decathlon, hier Modell von Tarptent, die benutze ich aktuell. Die haben so weiche Schirme, das kann man hier vielleicht sehen, dass die Lampe da wirklich gar nicht gut dran gehalten hat. Also musste ich sowieso erstmal eine schwerere Cappy überhaupt mitnehmen. Dann war das Akku auch überhaupt nicht ausreichend. Also das hat viel zu wenig gehalten und ich hatte letzten Herbst auch eine Tour gemacht mit einem Kumpel. Da hatte ich meine Kopflampe mit, weil ich die Lektion schon gelernt hatte. Er hatte die sogenannte S11 USB-C Taschenlampe auch mit und dann war ich der Einzige, der nach ein paar Stunden im Herbst, wo es früh dunkel wird, dann insgesamt den Weg dann für uns leuchten musste. Also es ist auch wirklich unpraktisch, wenn man im Lager sitzt, essen will, Zelt aufbauen möchte. Da ist diese Funktionalität, dass man das kippen kann, hier von den Kopflampen wirklich schon sehr zu empfehlen. Da ist auch egal, ob man jetzt zur alten NU25 von Nitecore greift, noch mit Micro-USB oder ob es das Modell von 4Class von Decathlon ist, die ist auf jeden Fall auch in Ordnung. Aktuell würde ich euch da aber die neue NU20 Classic hier von Nitecore empfehlen, denn da hat man jetzt endlich ein Modell geschaffen, was hier mit USB-C geladen werden kann und vor allem, was immer noch
genauso leicht und performant ist wie die NU25-Serie. In Schottland auf dem West Highland Way habe ich es ganz bitter bereut, wirklich die falschen und vor allem zu kleinen Essensrationen mitgenommen zu haben. Da war es Tactical Foodbag. Ich will das nicht generell schlecht reden, aber im Gegensatz zu Track and Eat sind die Portionen da in meinem Empfinden halt viel kleiner gewesen, hatten viel zu wenig Kategorien. Ich habe es nach ein paar Tagen gemerkt, ich war im Kaloriendefizit und ich musste wirklich 2 von diesen Foodpacks pro Tag essen, um auf meine Energie zu kommen, statt wie gewöhnlich nur 1 bei Track and Eat zum Beispiel. Und das hat natürlich dann für Probleme gesorgt, sodass ich unterwegs total umplanen musste und mir andere Rationen kaufen musste. Ich weiß, mittlerweile gibt es auch andere Sorten. Man kann auch das Essen ergänzen, zum Beispiel mit Röstzwiebeln. Das habe ich damals noch nicht gemacht. Ich teste gerade auch zum Beispiel andere Hersteller von Acta zum Beispiel. Da sind die auch vom Kalorien her ein bisschen effizienter. Ich würde mir halt wünschen, dass da jetzt zum Beispiel bei Tactical Foodpack zum Beispiel ein bisschen mehr Inhalt auch wäre, weil ich die Gerichte auch eigentlich sehr mag. Aber das habe ich auf jeden Fall bereut und ich habe mich auch wirklich groß damit eingedeckt. Ich glaube, direkt auf Vorrat gekauft. Ich glaube 10 oder 12 Stück. Das mache ich heute auch noch bei Track and Eat zum Beispiel, weil man da eigentlich günstiger ist, sich Versandkosten spart und wenn man so ein bisschen die Augen aufhält und antizyklisch kauft, dann kostet so eine Ration auch nicht 10, 11, 12 Euro, sondern auf einmal nur 6,50 Euro und dann kann man sich mal direkt 10 Stück bestellen, die halt sind auch 5 Jahre haltbar und dann hat man da auf jeden Fall etwas. Und aus der Lektion habe ich dann auch gelernt, mir in Zukunft dann immer noch ein paar Zusätze mitgenommen, eben wie Röstzwiebeln, die ich dann noch dem Essen dabei gebe und dann schon auf 800 bis 1000 Kalorien irgendwie pro Mahlzeit oder pro Tüte auf jeden Fall komme. Und in einer Kategorie habe ich, glaube ich, so viele Fehlkäufe gemacht wie bei sonst keiner Kategorie und das war beim Thema Powerbank. Schaut euch mal meine ersten Powerbanks an, die ich hier so mit hatte. Ich kann die auch mal wiegen. Das ist eine 30.000er und eine 28.000er. Die wiegen wirklich hier 633 Gramm und 656 Gramm. Die Technik hat sich natürlich mittlerweile weiterentwickelt. Dennoch waren die fürs Wandern wirklich immer schon überdimensioniert. Auch damals hätte ich wirklich kleinere Modelle mitnehmen sollen. Das war auch vor der Zeit, bevor ich überhaupt gefilmt habe und wirklich auch Kameras brauchte und damit auch mehr Strom. Das ist ihr Modell von Real Power gewesen. Das war hier eins von Imutu. Ich hatte dann auch eins von Raw Power. Das war dann ein bisschen kleiner, trotzdem 450 Gramm gewogen. Das war alles viel zu viel mittlerweile. Ich habe erst vor kurzem ein Video darüber gemacht, setze ich da auf Inui oder Nightcore oder Ansman, aber auch da passieren mir heute noch Fehlkäufe. Erst im letzten Jahr habe ich mir die ganz neue Nightcore NME 20.000 in der 3. Generation geholt. Ich habe das Modell bekommen, gewogen und ich war so froh. Es war wirklich von den Daten her super, super leicht und die beste Powerbank, die ich jemals hatte. Aber dann haben wir hier gemeinsam Messungen im Video unternommen und festgestellt, dass die Powerbank absolut schlecht abgeschnitten hat und viel, viel weniger Leistung hatte als angegeben. Das ist bei anderen Nightcore-Modellen fairerweise anders. Gerade bei der Carbo-Serie, bei der Summit-Serie stimmen die Werte wirklich sehr, sehr gut und die sind auch häufig robuster. Aber das war ein ganz gewaltiger Fehlkauf. Den konnte ich zum Glück dann auch reklamieren, auch ein paar Wochen noch dann später. Bin jetzt mit den Carbo-Modellen zufrieden, aber Powerbanks ist auf jeden Fall immer ein Thema, was nie endet und da kann man relativ schnell Fehlkäufe machen, wenn man sich da wirklich das falsche Modell kauft. Der 9. Punkt sind die falschen oder universelle Gamaschen bzw. Gator. Und da ganz konkret muss ich sagen, hier die Dirty Girl Gator für mich, die sind weltbeliebt und auch hier, ich habe nichts gegen das Produkt, vielleicht habe ich ein bisschen was gegen der Farbe, das war das Einzige, was hier damals in Deutschland vorhanden war, das hat mir nie so ganz gut gefallen, aber ich mache mir nicht so viel aus Style eigentlich, deswegen war es für mich okay. Das Problem war, dass die eben mit einem Klettband hier kommen und ich damals Schuhe getragen habe, nämlich die Hoka Bondi, auch zum Beispiel in Portugal, da läuft man viel durch Sand, da sind Gamaschen auf jeden Fall ratsam, damit kein Sand in den Schuh kommt und man damit Blasen verhindert. Die hatten aber kein Klett. Und vielleicht habt ihr das auch bei Christine Thürmann neulich über uns im Podcast gehört. Sie beschreibt auch das Problem, nämlich, dass die Lösung hier dann ist, dass man wirklich per Klebeband Klett an seinen Schuh klebt, um die Gamaschen dann wirklich hinten zu befestigen. Das habe ich gemacht, das hat sich nach 24 Stunden wirklich bei meinem Schuh unterwegs gelöst und ich habe dann diese Gamaschen unter die Hacke meines Schuhs stecken müssen. Und ich wette, man sieht hier irgendwo noch Spuren, ja, hier sieht man es auch, hier ist ein komplettes Loch drin, denn natürlich ist das gar nicht dafür gedacht gewesen. Ich musste das Material viel zu sehr stretchen und es ist dann auch kaputt gegangen, weswegen ich die letzten Tage Sand im Schuh hatte. Deswegen habe ich mir dann mittlerweile
mittlerweile auch andere Schuhe geholt, die Altra, Olympus zum Beispiel, da gibt's auch andere Marken, die haben ein Klettband hinten fest am Schuh dran, da kann also nichts abgehen und auch, wie bei diesem Beispiel, spezielle Gamaschen, die sogar nicht universell sind, sondern speziell für die Form des Schuhs gemacht sind. Das gefällt mir halt viel besser, als diese Universal-Gators zu nehmen mit irgendwelchen Schuhen, wo ich was kleben muss. Hier passt wirklich alles auf einmal, deswegen war es auf jeden Fall für mich ein Fehlkauf, hier in erster Linie diese anderen Gamaschen zu kaufen. Als 10. Punkt bereue ich es auf jeden Fall, das falsche Besteck für meine Touren gekauft zu haben. Denn wenn man sich damit beschäftigt, dann landet man sehr häufig bei Herstellern, die sehr coole Titanprodukte zum Essen herstellen. Zum Beispiel dies hier ist ein Produkt von Outdoor Ninja und da ist gleich vieles inkludiert. Eine Gabel an einem Ende, ein Löffel an dem anderen Ende und vor allem auch hier ein kleines Messer. Mich stören viele Dinge im Nachhinein heran. Einerseits ist es aus Titan, das ist hart, das kann man nicht gut verstauen, nicht gut klappen. Das wiegt natürlich, da es Titan ist, jetzt auch ein bisschen mehr, in dem Beispiel hier 18 Gramm zum Beispiel und vor allem ist das auch echt teuer gewesen für das, was es kann. Und dann habe ich auch gemerkt, ich brauche eigentlich gar keine Löffel, gar keine Gabel, gar kein Messer in Kombination, sondern mir reicht eigentlich nur ein Löffel oder vielleicht noch eine Gabel. Aber das kann auch, wie das zum Beispiel bei dem Modell hier von MSR ist, sofort in einem Stück zusammen sein. Und deswegen ist das auch meine Lösung. Das ist ein Kunststoffmodell, das kostet weniger, das ist leichter und vor allem ist das länger, da komme ich besser dran und im Notfall kann ich hiermit auch noch etwas wirklich stechen, um davon zu essen. Eine Alternative ist da auch noch der 1,99 € Göffel von Decathlon, habe ich euch auch schon aufgezeigt. Den kann man auch einklappen, der ist länger und damit kann man viel besser aus diesen Tüten essen, als wirklich aus diesen starren 3-in-1 Titanbestecksachen hier. Ich bereue es auch im Nachhinein, wirklich ein zu fortgeschrittenes Zelt für mich am Anfang meiner Ultralight-Tracking-Karriere gekauft zu haben. Denn da war meine Idee wirklich auch mein Poncho in mein Schlafsetup mit zu integrieren und den wieder zu verwerten, um dann Gewicht zu sparen. Heute, wie ihr wisst, mache ich das komplett getrennt. Ich habe ein Zelt und ein Poncho. Und damals war es bei mir ganz konkret das Six Moon Designs Gatewood Cape. Da ist das Außenzelt wirklich ein Poncho, den man auch tagsüber wirklich sehr gut tragen kann und daraus dann abends etwas komplizierter ein Zelt baut, was auch dann sehr, sehr klein ist und mit einem Innenzelt dann noch versehen werden muss, wenn man dann auf Fliegenschutz steht. Dafür hat man dann insgesamt 700 Gramm, wobei der Poncho dann natürlich inkludiert ist. Ich war damit am Anfang teilweise mit dem Aufbau überfordert, habe dann auch sehr viele schlechte Nächte gehabt. Das war eine sehr wackelige Konstruktion, die hat funktioniert. Mittlerweile, auch mit mehr Erfahrung, würde ich es trotzdem immer noch nicht machen, weil ich einfach auch zu viele Nachteile bei dieser Kombination sehe. Mir das alles zu friemelig so ein bisschen war und ich mittlerweile dann wirklich einen sehr leichten 80 oder 100 Gramm DCF-Poncho nehmen und ein leichtes Zelt. Was ich aber trotzdem empfehlen würde, falls ihr Interesse habt, einen Poncho wieder zu verwerten, dann macht das natürlich bei einem Tarp mehr Sinn. Also den Poncho als klassisches Tarp zu verwenden, ist wesentlich einfacher, als den Poncho wirklich als Zelt zu verwenden. Gerade auch, wenn ihr zum Beispiel mit einem Biwaksack unterwegs seid. Die Kombination funktioniert wirklich super, sich mit dem Biwaksack hinzulegen und den Kopfbereich dann mit so einem kleinen Poncho-Tarp wirklich sehr einfach abzuspannen. Dann bräuchte ich auf jeden Fall noch zu große Messer für meine Touren mitgenommen zu haben. Wenn man jetzt vielleicht Bushcraft oder Survival macht, da ist es ganz normal, wirklich eine große Klinge mitzuhaben. Aber fürs Tracking habe ich schnell gemerkt, brauche ich gar nicht so ein großes Messer und vor allem auch nicht so viele Funktionen. Das erste Messer, was ich hatte 35 Funktionen, auch von Victorinox. Das bereue ich aber nicht, weil ich das mittlerweile in meinem Camper wirklich als Notfallwerkzeug benutze. Ich habe mir dann ein kleineres gekauft, 12 Funktionen Victorinox. Auch das habe ich gemerkt, brauche ich eigentlich nicht und bin dann bei den 20 Gramm 5-in-1 Messer hier gelandet. Und da ist alles drin, was ich brauche. Eine kleine, aber wirklich verdammt scharfe Klinge. Da habe ich zum Beispiel auch damals noch Zwiebeln mitgeschnitten, als ich diesen größeren Topf hier hatte. Da ist eine Schere dabei, wo ich Pflaster schneide, Verband, vielleicht eine Schnur trenne und vor allem eine Feile und eine Zeckenzange, die ich schon sehr häufig benutzt habe. Falls ich doch mal eine größere Klinge brauche, habe ich noch dieses Messer von Decathlon hier von Forklaz, finde ich auch super, hier aus Holz mit einer wirklich größeren, scharfen Klinge, auch relativ gut verarbeitet, finde ich. Und das Ganze wiegt, ich glaube, um die 40 Gramm. Und damit bin ich auf jeden Fall viel leichter als mit diesen wirklich überkomplexen Funktionsmessern und diesen starren Klingen, die ich eigentlich zum normalen Wandern sehr, sehr selten brauche.
Erwähnen will ich noch 2 Sachen, die ich zwar nicht ganz bereue, aber auch nicht mehr kaufen würde. Einerseits so ein Linealkompass von Suunto hier. Ich habe den am Anfang auch benutzt, um dann wirklich selber auf Karten zu peilen. Mittlerweile ist die Technik eigentlich durch GPS-Uhren, Smartphone und so weiter so weit, dass ich das eigentlich gar nicht mehr in der Realität verwende. Das andere sind diese erweiterbaren Tuben, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Die kann man sich selber quasi für seine Menge zurechtschneiden und dann über so einen Mechanismus wirklich wieder schließen. Das ist so eine Chafing-Creme zum Beispiel, um dann Reibung beim Wandern zu vermeiden. Damit rumzuhantieren macht wirklich keinen Spaß. Vertut man sich da einmal in der Länge, ist das Ding auch kaputt. Und so wirklich rauspressen, ohne dass da was rausläuft, funktioniert auch nicht. Deswegen würde ich das auf keinen Fall hier empfehlen. Ja, wenn ich mir jetzt alle Sachen anschaue, die ich im Nachhinein jetzt als Fehlkauf betrachte, dann sind es ja entweder Dinge, von denen ich mir vielleicht zu viel erhofft habe, aber aufgrund fehlender Erfahrung das vielleicht falsch eingeschätzt habe und die eigentlich gar nicht für meinen Anwendungsfall richtig bestimmt oder geeignet waren. Oder es waren Dinge, die ich mir ja relativ halbherzig und aus Budgetgründen vielleicht geholt habe, um noch ein bisschen Geld zu sparen, ja, wo ich aber schon wirklich Ausrüstung mit ersetzen wollte, wie zum Beispiel beim Topf oder bei dem Messer, wo ich mir wirklich öfter immer was Neueres, Besseres geholt habe. Und um das zu vermeiden, würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr gerade mit dem Hobby anfangt und eure erste Packliste zusammenstellt, holt euch erstmal ruhig was Günstiges, was natürlich auch brauchbar ist und gewisse Qualität hat, aber ihr könnt dann erstmal schauen, ist das Hobby generell etwas für mich? Und wenn ja, dann holt euch nicht nur etwas bisschen Besseres, sondern nehmt dann ruhig nochmal 50, 100 Euro mehr in die Hand und holt euch wirklich etwas, was für viele, viele Jahre wirklich sehr, sehr gut ist, vor allem von der Qualität lange hält und ihr nicht direkt nach 1, 2 Jahren die Lust verspürt, wieder zu upgraden. Den Fehler habe ich nämlich auch gemacht. Mein erstes Trekking-Zelt war wirklich sehr, sehr günstig. Dann wurde es was Besseres, ein MSR Alex hier für 400 Euro, aber es hat 2,5 Kilo gewogen und nach 2 Touren auch Sauerland und dem West Highland Way habe ich das schon wieder ersetzt und dann eigentlich noch mal ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen und dann eigentlich bei einem Zelt gelandet, was ich heute teilweise auch noch verwende. Ja, es ist immer spannend, was man so, finde ich, immer falsch kauft. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Fehlkäufe so war. Das würde mich natürlich auch mal interessieren. Ansonsten hoffe ich, dass ich das Video vielleicht vor Fehlkäufen auch bewahren konnte und euch sonst gefallen hat. Abonniert mich gerne und bis zum nächsten Mal.